Get ready for the kickoff of the new season. Sone, Captain Mad and the Lieutenant are back in action. Back on public command. After the success of the last season, Ostzone, the journey continues. 2024 kicks off with a trip to the east. What will the brothers discover this time? I say don't drink and drive. So. BV on. Das Wasser kocht, gleich gibt's Tee. Low visibility, gusty winds, and rain. These are the signs as Captain Mad and the Lieutenant embark on the 2024 campaign heading eastward. They make it as far as Rockenberg, Rocky Mountain, where New Year's is celebrated with the famous good cop, friends and family. My French friend and supplier. All the best for you in 2024. Salut. Erste Station von der Osttour. Wir sind gekommen bis Rocky Mountain. Und hier sind wir schon beim Good Cop. Und so sind die Brüder vereint mit dem Good Cop und stoßen schon mal an auf 2024. 2024. So knallt das nicht. Whisky, Mixer, Mixed. Ja, jetzt 12. Oh, Sascha, du bist zu spät. Prost Neues. Prost Neues. This far they made it, the brothers, and linger into the night with plenty of champagne, wine, and cheese fondue. Simultaneously, the heater in the FM2 shelter of the HX60 military truck fails. Consequently, the interior turns into a kind of stalactite cave due to condensation. Rain drips down on Captain Mad, and the lieutenant, sleeping in the engine room, has to endure the cold. Not the best situation for his not yet fully recovered COVID infection. Outside, something resembling a civil war is unfolding. It's the local fireworks. People mean well this time, venting their frustration. That's the current state of affairs when the government falters. The people turn to pyrotechnics. As mentioned before, the night was short, cold, and damp. The air still fully saturated of gun smoke, and the lieutenant is trying to get to the bottom of things. After all, the continuation of the campaign is at stake. It should be cozy in the shelter. The fellows certainly don't want to catch a tuberculosis infection or anything like that. Slightly worse for wear in every sense, the brothers continue their journey. Use the left
first destination is Hainich National Park with the tree crown path in the largest contiguous deciduous forest area in Germany. The brothers will arrive there at sunset, although there is no sunset, at most a shift from gray to darkness. It will get cold and damp, just as one imagines it in the eastern zone. It's a bit like the Middle Ages here, says the lieutenant. Make a U-turn, then turn left on the B84. Still, the issue with the cabin power supply remains unclear. The battery voltage takes a nosedive under load, but where is the fault? Currently, the cabin can't be heated, and the cold is creeping into the bones, creating an uncomfortable situation. Accordingly, the lieutenant is examining the second battery rack in the engine room of the FM2 shelter. Was ist da los? Warum verlieren wir? Was hat er angezeigt jetzt? Ist der hochgegangen? Geht er hoch da drüben? Der jetzt was nicht nur. Die zeigt 10 Volt, die Batterie, die ist kaputt. Diese ist es, diese Batterie ist kaputt hier. Wer sagt denn das? Oh. Das ist schlecht. Erster Abend im Osten. Was haben wir? Ein Reserva. Sehr gut. Ein joyous Reserva. Dann zum Wohl. Sehr zum Segen. Captain Knight. Im Osten ist es prima. In the entire universe, there's only one place where you can find beech forests, and that's in Europe. That's exactly here, where the brothers, Captain Mad and the lieutenant, spent the night. Specifically, in Hainich National Park. The Hainich is an expansive, wooded ridge in the northwest of Thuringia. With the national park Hainich, located in the southern part of the ridge, not only is it Thuringia's only national park, but it's also the largest untouched forest area in Germany. UNESCO declared central areas of National Park Hainich as a World Heritage Site in 2011.
After enjoying gourmet catering at a local gas station, the lieutenant in the engine room rearranges the batteries he purchased from the hardware store around the corner. Normal car batteries connected in series should do the job, thinks the lieutenant. After all, 140 ampere hours. So, schöne Grüße aus dem Maschinenraum. Sieht gut aus. Wir haben es gut gemacht, ja. Kontakt. Jawohl. So, ich sage Kontakt. Das wäre nicht wie Jean-Luc Picard, der sagt immer volle Energie auf die Schilde. Oder er sagt einfach nur Energie. Ich sage Kontakt. So, Captain. Das Land der Bauernkriege. Ja. Und das ist, wo jeder Michelangelo extrem neidisch wird, verblasst vor Respekt des Panoramagemäldes. Sehe ich das richtig? Hast du das? Ich habe das entdeckt mal. Und der hat es hier angemalt, da wie die Bauernkriege, gell? Und das Blut floss in die Blutvene von ihm aus, von der Wunde. Captain Mad and the lieutenant were rolling into Bad Frankenhausen on the MAN military truck, making a pit stop at the famous Panorama Museum. The main attraction here is a painting by artist and Professor Werner Tubke, The Peasants' War Panorama, a monumental panoramic artwork depicting the Peasants' War titled Early Bourgeois Revolution in Germany. Created from 1976 to 1987, this masterpiece commemorates the German Peasants' War and the peasant leader Thomas Müntzer. Covering an area of 1,722 square meters, it stands as the world's largest panorama painting. The canvas is 123 meters long and 14 meters high, weighing 1.1 tons before painting, woven in a single piece at the Sursk Textile Combine in the Soviet Union. Over 3,000 individual figures, some as tall as 3 meters, are depicted. The MAN truck, now rolling on Michelin tires with dimensions 16.00 R20 mounted on the Mercedes Zetros, finds itself too large for the narrow streets of Bad Frankenhausen. It's parked, and despite the constant rain, the fellows keep a watchful eye on the old town, especially intrigued by the Leaning Tower, leaning more than the Tower of Pisa, which says something. Following that, a hearty dinner awaits, and with food porn written on the cutlery, it's already promising. Frühstück in Ham. Ham ist kein Ort, Ham ist eine Gasstation. Und hinter uns das Trabi-Museum. Und Rollstuhl dazu. After a restful night in Bad Frankenhausen, it's time for a hearty breakfast and some technical TLC for the truck. However,
It turns out that the cabin's battery supply is still too weak to last the night, especially with the running heater and additional devices charging. To tackle this, the fellows need more batteries, and they're promptly installed to keep everything powered up. Der tägliche Ausflug in den Baumarkt, denn es hat sich herausgestellt, dass auch die zwei anderen Aufbaubatterien, die neben dem Truck angebaut sind, an der Konsole auch zu schwach sind und die neuen Batterien leer saugen. Deswegen sind wir auf der Suche nach weiteren Autobatterien oder Batterien und deswegen Baumarkt. So sieht es aus. Also das tauschen wir hier. With the truck ready for the road, Captain Matt and the lieutenant set their sights on the Kyffhauser Denkmal, also known as the Barbarossa Monument. This 81-meter-tall monument, erected from 1892 to 1896 in honor of Kaiser Wilhelm I, is the third largest monument in Germany. Near the Kyffhauser Denkmal, another monument is dedicated to German President Paul von Hindenburg. Adjacent to the monument is the Berghof Kyffhauser, a restaurant serving hot mulled wine. And don't miss the fountain. It's the world's deepest castle well, drilled 176 meters straight down into the rock, and it's been there for a millennium. Join Captain Matt and the lieutenant on this cultural journey, exploring historical landmarks and uncovering the hidden gems in the east of Germany. Wir gehen zum deutschen Denkmal des Kaisers Barbarossa. Das ist die Burg von dem und das ist das Denkmal von dem. Der ist da in Stein gemeißelt und schläft da und irgendwann wacht er wieder auf. So habe ich es verstanden. Gesundes Vesper gibt es jetzt hier. Was gibt's? Gesundes Vesper nach Kyffhauser Art. Captain Matt and the lieutenant bid farewell to the awe-inspiring Barbarossa Monument, marking their departure from the Kyffhauser Mountains in their rugged MAN military truck. The journey continues northward, crossing into Saxony-Anhalt, the next German state after Thuringia. Buckle up for a unique adventure as the brothers traverse the entire Harz region on lesser-known roads, taking on the challenge with their formidable vehicle. Along the way, they'll wind through picturesque towns like Stolberg and explore the world's longest suspension bridge, the Titan RT, spanning besides the Rappbod Valley Dam. Join them as they navigate this thrilling road trip through the Harz on winding byways, capturing the essence of small-town charm and monumental engineering feats. And as night falls, a surprise guest will join the duo for dinner. Don't miss out. Stay tuned and see for yourself what unfolds. Adventure awaits. Ui, das war knapp. Ja, der ist ja nicht drin.
verboten ist hier, Truck. Oh. Turn right onto Mark, then turn left onto Kaltes Tal. Kaltes Tal. Da kommen wir doch nicht durch, oder? Kommen wir da durch? Hä? Geht schon. Meinst du? Kommen wir da durch? Das ist ein Spiegel eingeklappt. Naja. Da ist die Brücke. Toll. So, was tut sich da? Da kommt ein Fahrzeug da draußen. Da schauen wir doch mal nach. Das kann nur einen geben. Er ist es. Er ist es. Der Friedemann. Okay, welcome to the truck. Welcome to the next year. Ach nee, wie geht's denn hier hoch? Du musst klettern. Ernsthaft? Ich mag dich nicht, Matt, aber ich muss dich trotzdem umarmen. Sei Frohes gesegnet. Neues. Frohes Neues. Schön, dass du da bist. Ja, schön, dass du da bist. Yes. Ich würde sagen, Red Light Dinner. Das ist auch ein cooler Platz hier. Ja, der ist gut, ne? So, und draußen sieht das dann einfach Natürlich erst so aus. vorbeigefahren, war ja klar. Hallo, guten Morgen. Ja, hier ganz leckere Sachen, oder? Ich habe auch gleich was. Der Bruder, wo ist er? Da sitzt er schon. After successfully crossing the Harz and spending the night in Wernigerode, the crew gathers at a trusted gas station for the morning toilette routine before having breakfast right there. Following that, Captain Mad and the lieutenant set out to explore the Wernigerode Aviation Museum. A unique treat for the two pilots. Friedman has already bowed out. Aviation isn't his cup of tea, he said. Later in the evening, a rendezvous is planned at Ballenstedt Airfield with Volker and Renata, well acquainted from the famous Sky Monkeys community. Coincidentally, it's Renata's birthday today, and the lieutenant can almost smell the champagne. He's looking forward to a shared dinner, followed by an exploration of Quedlinburg, and topped off with nightcaps of red wine and overnight parking for the truck on Volker and Renata's meadow in front their house. That's the plan, at least. But stay tuned and see for yourself how the evening unfolds. So, und jetzt sind wir bei den Sky Monkeys. Und zwar in in Ballenstedt. So, Captain Matt, dein Flugzeug, da haben wir es doch. Ja, das finde ich super. Und hier sind wir schon. Mit den Sky Monkeys sozusagen. Ja, Ja, guck mal. Matt, guck mal hier. Da habe ich doch gesagt, der ist schöner, der ist besser als der Originale. Ohne Witz. was haben wir denn hier? Ach du Scheiße. Oh, ist das krass.
Das sieht aus wie so ein extra Champagner-Picknickkorb für das Geburtstagskind. Das ist also unglaublich hier. Ah, schön, dass es noch geklappt hat. Ich habe gedacht, ihr werdet schon wieder weiter. Klasse. Die Spannung durchgeschossen. Bloß nicht. Ich hab's gefunden, du. Ein vertrautes Bild. Auf Renate. Auf Renate. Ja. Ja, zum Wohl. Zum Wohl. Ich hoffe, es war gut, weil jetzt musst du wieder hin. Das war super. Uns hat das gut gefallen. Wir haben da eine Stadtführung gemacht. Das ist ja mal richtig sweet hier. Richtig schön. Ja. Also nicht Halberstadt. Das ist jetzt direkt Quedlinburg. Ja, ich war hier schon mal. In der Altstadt. Also nicht hier in der Kneipe, aber in der Stadt schon. Auch war ich mal rum zum Bären. Okay. Ja, das ist an dem Platz direkt, ne? An dem Marktplatz, ja. Den kennen wir. Also waren wir zwar noch nicht drin, aber haben wir schon ein paar Mal gewesen. Restaurant, Hotel zum Bären. Bären. Schon ganz süß, auch wenn hier der Weihnachtsmarkt ist. Das ist so. Na, das macht ist ja noch fast. Der Baum steht noch. Ja. Das sind diese Röttlenbohrer hier. So, das wird ein schönes Gemetzel jetzt hier auf der nassen Wiese. Viel Spaß noch. Ja. Alles klar. Ich habe gerade gesagt, das wird ein schönes Gemetzel da auf der nassen Wiese. Ja. Der spannende Moment naht, ob er hier wieder rauskommt. Gestern ist er schon ein bisschen hängen geblieben. Schauen wir mal. Fußballclub Magdeburg. Hier mit Aschersleben. Einst kam Eulenspiegel nach Aschersleben, steht's geschrieben. Da erlag er der Pest, aber 1350. 1350, erstes Pestopfer Aschersleben, Till Eulenspiegel. Da beten wir mal, dass uns das nicht passiert. Wir gehen davon aus, dass es die Pest hier nicht mehr gibt in Aschersleben.
So, Aschersleben, schöne Stadt. Vorne. Kommt sie. Scheiße, was ist das? Schöne Aschersleben. Wenn der Tirol-Spiegel das gesehen hätte. Take the fourth exit onto Geschwister-Scholl-Straße, B180. Der ist ganz schlecht hier einfach. Gut, dass wir die nicht genommen haben. Einmal kam Eulenspiegel nach Aschersleben. Es war Wintersnot und teure Zeit. Er dachte, was willst du nun anfangen, um durch den Winter und die teure Zeit zu kommen? Es gab niemanden, der eines Gesellen bedurfte. Nur ein dort wohnender Kürschner wollte einen Gesellen annehmen, wenn einer von seinem Handwerk vorbeigewandert käme. Da dachte Eulenspiegel, was willst du tun? Es ist Winter und dazu teure Zeit. Du musst leiden, was du leiden kannst, und musst es eben die ganze Winterzeit über aushalten. Und er verdingte sich bei dem Kürschner als Geselle. Der wäre besser gewesen. Der wäre gut gewesen. Was ist denn hier noch? Edeka-Sende, aber da kann man schlecht anhalten. Ganz schlecht, ganz schlecht. Aber wir kriegen noch was, es kommt bestimmt noch was. Ja, ein netter, es kommt noch ein alten bestimmt. Stimmt. Und da ist sie wieder, oder da sind sie wieder, die Pyramiden von Lutherstadt, Eisleben, Lutherstadt. Das ist ein Cheops. Und da unten ist Staffel. Hier kommt Captain Mayer, der kauft noch Eier für das Omelett. Hast du Eier gekriegt? Ja, aber auch nur noch 6 Stück. Wenn ich jetzt zweimal 6 Stück kaufe, weil alles andere war ausverkauft, ja. Hier die Ossis. Ja, morgen ist Feiertag, morgen gibt es nichts mehr. Gibt nichts mehr, nicht? Dann auf zum Beach Club. Wir haben noch nichts. Da kam auch ein Auto eben von rechts, ne? Der nicht vorbei. Dann noch so ein schönes, was man schöner hat. So, ist hier alles gesperrt, nur mit Sondergenehmigung. Sondergenehmigung. Da ist er doch. Gleich nur da, mein Freund. Alles klar. Jetzt die Kinder, bin gleich nur da. Das war er. Das war er. Das war er. Das war Major Mario. Und festgefahren, das war's. Sperren reinmachen. Auf Vollrad schalten. Ja. Sonst hätte man festgefahren, das stimmt. Aber so geht's jetzt. So, wir schauen uns das jetzt mal an, wo der Piet hier so hingefahren ist. Piet ist hier hingefahren. Also hat er hier so, so, das Militär ist jetzt hier auch angekommen. Da kommt der Fahrer, der hat uns hierher gebracht, in den Osten. Das ist hier so eine Art Meer. Das östliche Meer. Was, wie heißt das hier? Was hast du gesagt? Das Ostmeer. Nee, was für... Braunkohlefolgelandschaft. Da oben ist doch noch die Zeche, die Stiegen, wie heißt das? Der Dienstturm. Der Steigerturm. Unsere Tour hat uns nach Sochi ans Schwarze Meer gebracht, wie ihr seht. Und es ist hier mega, ja. Also Ukraine ist russisch und bleibt auch russisch, würde ich sagen. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня, не морозь меня, моего коня, моего коня, у меня жена, ой, ревнивая.
Captain Mad wakes up at Lake Geiseltal, a brown coal aftermath landscape. And what appears on the horizon like a burst nuclear power plant with a nuclear mushroom cloud is merely a preserved remnant of former coal power plants still on duty. After all, there's no more nuclear power in the Federal Republic of Germany due to political decisions. Das ist nicht wunderhübsch. Alles, was wir brauchen. Und das bei bester Aussicht auf die Seebrücke. Ich arbeite hier mit 2 Flammen. Die 2 Flammen Spiegeleier-Erfahrung. Hier wird sie gemacht. This is a decent breakfast, man. Und zum Frühstück gibt es schon bereits einen Saale und Stroh. Ready. Es gibt Lev. So, wer hätte es gedacht, hier gibt es in Sachsen-Anhalt, das sind wir doch, ne? Da gibt es Lev. Das ist das klassische Sky Monkeys Landebier. Lev. Was machen wir? Wir trinken einen Absacker. Absacker, und hier kommt er schon, Achtung, und zwar hier kommt der Absacker, nämlich... schön. Danke. Noch eine Zwiebelsuppe, Matt, vielleicht? Mit Knoblauch. Mit Knoblauch. Zwiebelsuppe mit Knoblauch. Ja. With this, the January campaign, and thus the second season of the Brothers' East Zone, comes to an end. Not, however, without a dramatic finale.
Overnight, the wind shifted, and a massive cold front from the east overlaid the lakeshore, covering the truck with -11 degrees Celsius. A cold start in every sense, it became exceptionally uncomfortable here. It's time to leave the East Zone, back to base camp, says Captain Mad. With every step, a story unfolds, in the chapters of the tales yet to be told. Cold winds may blow, and doubts may sway, but in our hearts, the fire will stay. Today is not the end. We'll be back, no doubt. In the silence, hear the echoes shout. Through the trials and the battles we face, we'll return, reclaim our space.